Du hast einen EU-Pass, lebst aber dauerhaft außerhalb der EU, zum Beispiel in der Schweiz, in Thailand, im Vereinigten Königreich, in Dubai. Dann solltest du jetzt ganz genau zuhören, denn mit dem neuen EU-Entry-Exit-System, das ab Oktober 2025 eingeführt wird, ändert sich einiges. Vielleicht auch für dich. Und was vielleicht nicht viele wissen, auch EU-Bürger wie du und ich könnten künftig faktisch unter die 90-Tage-Regel fallen, obwohl wir doch eigentlich keine Drittstaatsangehörigen sind. Warum das so ist und was du dagegen tun kannst, das erkläre ich dir heute im Detail in diesem Video. Bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn ich zeige dir, wie du dich schützen kannst und welche konkreten Optionen du jetzt schon vorbereiten solltest. Die EU baut ja ein vernetztes System zur vollständigen Kontrolle der Einreisebewegung und des Aufenthaltsstatus auf. Also das EES und das ETIAS sind die neuesten Bausteine, um bereits vorhandene Systeme wie SES, VES und das Eurodac zu verbinden. Und auch wenn du kein Drittstaatsangehöriger bist, kannst du eben betroffen sein. Zum Beispiel, wenn du als EU-Bürger keinen Wohnsitz mehr in der Europäischen Union hast. Und die Systeme, das kann man eigentlich feststellen, wenn man sich mit den Gesetzen und Regularien beschäftigt, die dienen wahrscheinlich auch politischen Zwecken. Zum Beispiel, so sagt man, zur Migrationseindämmung, aber eben auch zur Steuerüberwachung. Also zumindest sind die Systeme vor allem in ihrer neuartigen künftigen Vernetzung ideal dazu aufgestellt. Heute schauen wir uns mal das EES an, also das System, was ab Oktober 2025 flächendeckend an allen EU-Außengrenzen etabliert werden soll. Das Entry-Exit-System, also kurz EES, ist ein automatisiertes IT-System der Europäischen Union. Und das wird eben schrittweise jetzt an allen Außengrenzen eingeführt. Einige Länder sind, also ganz konkret Zypern und Irland, momentan noch davon befreit, es zwangsweise mitzumachen. Es soll die bisherigen Passstempel ersetzen und stattdessen eben werden bei der Ein- und Ausreise von sogenannten Drittstaatsangehörigen zunächst folgende Daten digital erfasst: Datum und Ort der Ein- und Ausreise, alle Reisedokumentendaten, 4 Fingerabdrücke und ein Gesichtsscan. Die Daten werden gemäß Artikel 14 der Verordnung, wir blenden das hier ein, EU 2017/2226, für 3 Jahre gespeichert. Und Ziel des Systems ist es, eben eigentlich die Überziehung der Aufenthaltsdauer, also die sogenannten Overstays, zu erkennen und automatisch zu dokumentieren. Verpflichtend war das bisher ja eigentlich nur bei den Smart Gates, aber dann eben überall. Und jetzt ist eben die Frage, ob du und ich, falls du genauso wie ich schon ausgewandert bist, nicht mehr Bürger der Europäischen Union bist, ob du eben künftig auch verpflichtend diese neue Datenspeicherung über dich ergehen lassen musst. Dubai und viele andere Länder, die haben das ja schon lange, also vielleicht hast du das schon mal erlebt, wenn du in Dubai eingewandert bist, dass dann von deinem Gesicht ein Scan gemacht wird. Einige haben dann auch ein Problem, das System scheint noch nicht 100% zu arbeiten, müssen dann an so einen Sonderschalter. Mir ist es auch schon passiert. Aber wie gesagt, jetzt neu auch verpflichtend an allen Außengrenzen der Europäischen Union. Also wer ist jetzt, und da wollen wir jetzt mal genau reingehen, wer ist von dem Gesetz betroffen? Laut Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung, eben EU 2017/2226, betrifft dieses EES ausdrücklich keine EU-Bürger. Oder etwa doch? Schauen wir uns das genau an. Im Artikel 1 Absatz 1 heißt es: Mit dieser Verordnung wird ein zentrales Ein- und Ausreisesystem in Klammern (EES) eingerichtet, mit dem Ein- und Ausreisedaten sowie Daten über Einreiseverweigerungen von, jetzt kommt's, Drittstaatsangehörigen, die die Außengrenzen der Mitgliedstaaten überschreiten, erfasst, gespeichert und aufbewahrt werden sollen. Und jetzt heißt es im Artikel 2 Absatz 6: Drittstaatsangehöriger bezeichnet jede Person, die Nicht-Unionsbürger im Sinne des Artikels 20 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, also AEUV, ist. Das heißt, jeder, der einen EU-Pass hat, ist kein Drittstaatsangehöriger und somit eigentlich rein formal vom Anwendungsbereich des EES ausgenommen. Aber jetzt gibt es den Artikel 61 noch derselben Verordnung und dort heißt es, lies mit: Diese Verordnung gilt nicht für Unionsbürger, auf die die Richtlinie 2004/38/EG Anwendung findet. Das bedeutet im Umkehrschluss, nur die oder solche EU-Bürger, die unter die Freizügigkeitsrichtlinie fallen, sind vom EES nicht betroffen. Und diese Richtlinie gilt eben nur, wenn du dich tatsächlich in einem anderen Mitgliedstaat aufhältst
und dort bestimmte Voraussetzungen erfüllst. Zum Beispiel, du arbeitest dort, du studierst dort oder du bist finanziell selbstständig, unabhängig und bist eben dort steuerlich registriert und angemeldet. Und deswegen gibt es also jetzt eine Grauzone, eine rechtliche, und deswegen wird wahrscheinlich auch in vielen Social-Media-Kanälen davor gewarnt, dass EU-Bürger ohne EU-Wohnsitz bald möglicherweise wie Drittstaatsangehörige behandelt werden könnten und dann wir eben unter die 90-Tage-Regel fallen. Das heißt, wir dürfen möglicherweise innerhalb von 180 Tagen nur noch 90 Tage uns im gesamten Bereich der Europäischen Union aufhalten. Und jetzt gibt es ja einige unserer Mandanten auch, Zuschauer, Zuhörer, vielleicht bist du auch selber betroffen, die zwar einmal vielleicht wirksam ausgewandert sind aus der Europäischen Union, aber sozusagen Digitalnomaden innerhalb der Europäischen Union sind. Das heißt, sich ein paar Wochen oder Monate in dem Europäischen Unionsland aufhalten, dort vielleicht ein Ferienhaus in Spanien, vielleicht noch eins in Portugal, eigentlich nirgends mehr über die 183-Tage-Regel steuerlich angemeldet sind, einen steuerlichen Wohnsitz haben, aber trotzdem relativ lange in der Europäischen Union aufhalten. Und das könnte eben in Zukunft möglicherweise nicht mehr gehen. Auch wenn jetzt aktuell durch den aktuellen Stand des EES-Gesetzes der Bestimmung noch nicht verpflichtend von EU-Bürgern die Daten jetzt im System registriert werden, weil man dir ja sozusagen bei der Einreise in die Europäische Union aktuell noch nicht ansehen kann, dass du nicht von der Freizügigkeitsregel mehr betroffen bist, weil du nämlich nicht mehr in irgendeinem europäischen Land angemeldet bist. Aber wer weiß, ob das nicht bei Stichproben kontrolliert werden könnte oder eben durch die Vernetzung aller dieser Systeme, am Anfang hatte ich sie alle aufgezählt, eben künftig doch dann automatisch aufkommt bei deiner Einreise. Ja, also juristisch ist es noch nicht so 100% gedeckt, denn laut EU-Vertrag Artikel 20 ist jeder EU-Passinhaber eigentlich offiziell automatisch auch ein sogenannter Unionsbürger. Und jetzt könnte man argumentieren, der EU-Vertrag, der einfach sagt, jeder EU-Passinhaber wird als Unionsbürger betrachtet, also als Bürger, der könnte hochrangiger betrachtet werden als das EES, aber das muss eben erstmal juristisch oder gerichtlich geklärt werden. Und die Frage ist, wie wird das in der Praxis umgesetzt? Der Schengener Grenzkodex und die 1980-Tage-Regel, die müssen wir jetzt nochmal ganz kurz anschauen, weil da heißt es im Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung 2016/399, müssen also gemäß diesem Artikel Drittstaatsangehörige für einen kurzfristigen Aufenthalt folgende Bedingungen einhalten. Da heißt es, for a stay not exceeding 90 days in any 180-day period. Diese Regel gilt offiziell jetzt mal nicht für Unionsbürger, aber wenn du bei der Einreise keinen Wohnsitznachweis oder Aufenthaltsgrund vorlegen kannst, kannst du an der Grenze faktisch eben jetzt wie ein Tourist behandelt werden. Und dann greift eben genau doch diese Regel für dich. Bedenke, dass eben das neue ES jetzt theoretisch eben in der Lage ist, alle EU-Ein- und Ausreisen in einer Datenbank abzubilden. Bisher war das ja nur durch die Passstempel möglich. Und das wäre jetzt relativ aufwendig, wenn es also bei der Einreise zum Beispiel oder bei der Ausreise sich dann Grenzer hätten, du hast jetzt zwar einen Pass, vielleicht steht im Pass auch Wohnsitz irgendwo im Ausland, als Hauptadresse kann man ja einen Pass eintragen lassen. Und dann hätte jetzt der Grenzbeamte müsste jetzt mühsam alle deine Stempel nachzählen und sehen, wie lange hast du dich wirklich aufgehalten. Oder wann warst du das letzte Mal in der EU, wann bist du das letzte Mal ausgereist. Das ist eben jetzt mit dem neuen EES plötzlich möglich. Und deswegen kann man sehen, bist du ein EU-Bürger, der unter die Freizügigkeitsregel fällt, das heißt, der sich beliebig lange in der gesamten Europäischen Union aufhalten darf, immer nur, übrigens ist auch ganz, ganz wichtig, 90 Tage in den meisten europäischen Ländern, ohne sich dort eben auch anzumelden, polizeilich registrieren zu lassen. Das könnte eben in Zukunft alles etwas komplizierter werden, wenn du nicht Bürger in Form von steuerlich ansässig der Europäischen Union bist. Also was bedeutet das jetzt nochmal für EU-Bürger im Ausland? Ein deutscher Staatsbürger mit Wohnsitz, zum Beispiel in Dubai oder Panama, der in den Schengen-Raum jetzt einreist, der wird formal zwar als EU-Bürger anerkannt, aber ohne Nachweis eines Wohnsitzes, einer Erwerbstätigkeit oder Studiums in der Europäischen Union fehlt praktisch die Grundlage für ein Aufenthaltsrecht über 90 Tage hinaus. Fakt ist also jetzt, EU-Bürger, die sich nur besuchsweise im Schengen-Raum aufhalten, die dürfen maximal eben 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen bleiben. Und danach, also würdest du jetzt länger bleiben wollen, dann bist du verpflichtet, dich wieder in einem EU-Land
anzumelden, eine Krankenversicherung nachzuweisen und je nach EU-Land auch andere Bedingungen noch zu erfüllen, beispielsweise finanzielle Mittel nachzuweisen, um zu zeigen, dass du finanziell unabhängig bist. Und in Spanien, Österreich, Belgien beispielsweise, da gibt es eine Meldepflicht, wo du dich innerhalb von wenigen Tagen melden müsstest. Ne? Also wenn du nicht unter die europäische Freizügigkeitsregel fällst, sowieso, aber selbst dann musst du dich in Österreich beispielsweise oder in Belgien musst du dich melden. In einigen Ländern wird das dann auch automatisch übernommen von Hotels beispielsweise oder von Pensionen oder vom Airbnb, je nachdem, wo du dich dann einmietest. Also du kannst zwar als EU-Passinhaber, wenn einmal ausgewandert, rein formal juristisch jederzeit wieder in die EU einreisen, aber wenn du keine Absicht hast zu bleiben, weil dann müsstest du dich ja ohnehin anmelden, wiederum steuerlich oder wohnsitzmäßig, dann eben auch nur 90 Tage innerhalb eines Landes und dann musst du wieder raus und vielleicht zukünftig eben aus der Europäischen Union wieder raus, weil für dich dann die 90, 180 Tage Regel angewendet werden könnte. Ja, jetzt, das muss man erstmal sacken lassen vielleicht, oder? Es gibt natürlich auch Konzepte, über die man da sprechen kann, auch in Beratungsgesprächen oder auch von der Webseite nachlesen kann. Also wie einige unserer Mandanten haben das ja auch als ein Konzept, ich wandere einmal offiziell aus, dann halte ich mich vielleicht 6 Monate oder länger in einem anderen Land auf, um offiziell ausgewandert zu sein. Und dann komme ich aber eben wieder in die Europäische Union zurück, bin eigentlich auf dem Gebiet der Europäischen Union in mehreren Ländern, zahle aber in keinem europäischen Land mehr Steuern, bin sozusagen Digitalnomade innerhalb der Europäischen Union. Wie gesagt, das könnte bald vorbei sein mit diesem EES. Auch wenn der Gesetzestext jetzt, und das vielleicht nochmal zum Resümee jetzt am Ende, ganz klar stellt, dass EU-Bürger offiziell nicht als Drittstaatsangehörige behandelt werden sollten, sollte man sich eben nicht in falscher Sicherheit wiegen, weil es eben diese anderen Regeln gibt innerhalb dieser Gesetzestexte. Und der politische Trend, und das ist vielleicht auch ganz klar nochmal am Ende zu betonen, der politische Trend geht eben ganz klar in Richtung Abschottung oder Kontrolle von Auswanderern. Also wir kennen ja die anderen Gesetze, die es da schon gibt seit einigen Jahren, die Wegzugssteuer, die Entstrickungsbesteuerung. Es gibt die Diskussion über Besteuerung nach Staatsbürgerschaft, analog den USA beispielsweise. Und das neue EES, also dieses System jetzt, ist eben ein perfektes Werkzeug, um künftig Druck auf ausgewanderte EU-Bürger auszuüben. Zum Beispiel eben durch die strengere Einreisekontrolle, Aufenthaltskontrolle, könnte mehr Papierkram geben, längere Befragung übrigens auch, vielleicht automatische Hinweise von Overstay, wenn du wieder ausreisen willst oder wenn du nach einem zu langen Aufenthalt mal dann wiederkommst in die Europäische Union. Es könnte einige auch davon abhalten, überhaupt auszuwandern. Die Einreise wird vielleicht stressiger, die Rechtssicherheit sinkt, beziehungsweise man wird eben einfach unter Druck gesetzt, dennoch weiterhin einen steuerlichen Wohnsitz in der Europäischen Union zu behalten, zumindest teilweise, obwohl man eigentlich ausgewandert ist, um diesen ganzen Stress zu entgehen. Ja, was kannst du tun? Also du kannst dich schützen oder vorbereiten, indem du auf der einen Seite eine Wohnsitzanmeldung in einem EU-Staat behältst, nachweist, welche EU-Länder da geeignet sind. Das erklären wir dir in einigen anderen Videos auf unseren Webseiten und gern auch im Beratungsgespräch. Also du könntest obwohl du ausgewandert bist, vielleicht weitere eine Aufenthaltskarte in einem EU-Land beantragen, ganz offiziell, ganz legal. Also beispielsweise Malta haben wir da Videos gemacht, könntest du dir anschauen. Da geht das, ohne dass du da lange Aufenthalts- oder Anwesenheitspflichten hast. Du kannst dich in einem EU-Land weiterhin als finanziell unabhängiger Bürger sozusagen, als ein Zweitwohnsitz anmelden, aber eben weniger als 183 Tage dort wohnen. Teilweise vielleicht auch in einigen Ländern ist das möglich, offiziell einen Teil Steuern bezahlen. Da gibt es interessante Konzepte in Griechenland, wo du, wenn du weniger als 183 Tage dort wohnst, also keine steuerliche Ansässigkeit hast, aber sozusagen nicht freiwillig kann man es nicht nennen, aber im Prinzip den Teil des Geldes, den du dort verbrauchst, den würdest du dann in der Steuererklärung ganz normal versteuern, beziehungsweise nicht versteuern, weil du halt dann unter Freibeträge fällst, aber du gibst ganz normal eine Steuererklärung ab mit und null Steuerlast, aber du kannst eben nachweisen, ich habe einen Wohnsitz in der Europäischen Union und ich bezahle oder ich gebe sogar meine Steuererklärung ab. Also da gibt es interessante Möglichkeiten, sich da vorzubereiten. Alternativ kann man natürlich auch ein Golden Visa oder eine zweite Staatsbürgerschaft beantragen und vielleicht auch ein Dauervisum für die Europäische Union sogar in einen Zweitpass verbringen. Auch da haben wir interessante Konzepte. Naja, das kann dann natürlich auch sehr, sehr wirksam sein und hilfreich sein, wenn du das hast. Ja, genau hier an der Stelle kommt übrigens dann auch unsere Arbeit, unsere Unterstützung ins Spiel. Wenn du also auswandern willst oder ausgewandert bist, wenn du vielleicht pendeln willst zwischen deinem künftigen oder jetzigen Auswanderungsort und der Europäischen Union, deinen Lebensmittelpunkt verlagern willst, dann brauchst du einfach eine saubere Strategie. Und wir bereiten ja seit Jahren Menschen bei ihrem Plan B
bei der Wohnsitzwahl, bei der Kombination goldene Visa, Auslandsbankkonten, Zweitpässen, eben interessanter und auch völlig legaler Steuergestaltung, wenn man das alles dann in ein richtiges Konzept bringt. Wir beraten ja zu 12 Staatsbürgerschaften, mehr als 50 Ländern, die du auswandern kannst. Wir gründen in mehr als 10 Ländern Gesellschaften für dich und helfen dir auch Bankkonten, wie gesagt, dort zu öffnen und dein Vermögen zu schützen. Also buche, wenn du mehr dazu hören möchtest, gerne ein unverbindliches Erstgespräch mit uns. Den Link findest du auch in der Beschreibung. Oder schau dich weiter um auf unserem Kanal. Oder vielleicht sehen wir uns auch bei einem unserer Seminare, die du auf unserer Webseite www.perspektive Ausland buchen kannst. Schreib mir gerne deine Kommentare. Mich würde interessieren, wusstest du das schon, dass du trotz EU-Pass faktisch künftig vielleicht wie ein Drittstaatsangehöriger behandelt werden könntest? Und lass gerne auch ein Like da, wenn dir das alles hier geholfen hat in diesem Video. Oder wenn du es noch nicht getan hast, abonniere gerne unseren Kanal. Wenn du das alles, was du jetzt hier im Video gehört hast, gerne nochmal nachlesen möchtest, schreib mir auch gerne eine E-Mail. Einfach ins Betreff schreibst du rein EES, PDF und dann schicke ich dir das Ganze nochmal als ein PDF zum Nachlesen zu. Danke, dass du zugehört hast, sogar bis zum Ende. Bleib fröhlich, bleib mutig und ja, beginn deinen Plan B umzusetzen, wenn du es noch nicht getan hast. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.